Ja, hallo, herzlich willkommen. Hallo Katriona. Hallo. Heute für HEMA am Start. Ja. Und wie war's? Meine erste Partie diese Saison und habe leider verloren. Aber ja, war zu erwarten, wenn man gegen einen internationalen Meister spielt. Gegen wen habt ihr heute gespielt? Gegen Schwäbisch Hall. Okay, ja gut, die sind ja Mitfavoriten, ne? Also insgesamt auf den Titel und alles Profis. Also von daher Ja. denke ich mal, ich gehe ja nicht davon aus, dass du Profi bist. Nein, noch nicht, leider. Okay. Ja, mal zu deiner Person insgesamt. Wie lange spielst du schon Schach? Wie bist du dazu gekommen? Ich spiele seitdem ich 7 bin Schach, also jetzt 11 Jahre. Ja. Und mein Vater hat mir einfach mal Schach beigebracht und das fand ich dann extrem cool. Bin dann irgendwann mal in den Verein gekommen, in Barcelona. Och, Und ja, dann habe ich da halt weitergemacht, habe meine ersten Turniere gespielt, habe extrem viele nette Leute kennengelernt, was dann noch mehr Spaß gemacht hat. Und mein Vater kommt aus dem Sauerland und deshalb kurz vor meinem Abi habe ich mal angeschrieben, den Andreas, der Mannschaftsführer vom SV HEMA halt, ja. ob ich da eventuell mitspielen könnte. Mhm. Und er meinte, ja, kannst gerne machen. Da bin ich sogar ein paar Mal angereist aus Barcelona, um zu spielen und gleichzeitig halt Familie besuchen. Und ich spiele dann seit 2018 halt bei HEMA. Jetzt wohne ich in Aachen und kann deshalb häufiger spielen. Das ist ja spannend. Was hast du erlebt? Ist deine Familie in Barcelona? Genau, oder? meine Mutter kommt aus Barcelona und ich bin da aufgewachsen. Okay. Und du hast du da auch in Verein Schach gespielt? Oder? Ja, ich habe da in 2 verschiedenen Vereinen Schach gespielt, also habe einmal gewechselt und ja, bin sogar offiziell noch gemeldet in einem Verein Ja. in Barcelona. Ja, und da fing halt meine Schachkarriere an. Warst du in einem Verein, wo auch mehrere Mädchen oder Frauen gewesen sind? Oder wie ist das gewesen? Ja, also ist ziemlich ähnlich wie in Deutschland. Halt, die meisten Vereine haben eine sehr niedrige Frauenquote. Ich war aber in dem Verein, wo ich dann gewechselt bin und halt heutzutage immer noch bin, das ist ein Verein, der sich sehr auf Frauenschach und speziell Mädchenschach fokussiert und hat auch eine der höchsten oder wenn nicht die höchste Mädchenquote von sehr vielen Vereinen. Und das macht auch irgendwie was aus, um so Gruppenbildung und so Ja. zu betreiben. Das tut schon gut. Weißt du, wie die das gemacht haben, welches Konzept dahinter steckt, dass man eben so viele Mädchen und Frauen dann eben an die Schachbretter auch kriegt? Das fängt halt natürlich an, wenn der Chef sagt, ich will wirklich drauf setzen, Mädchen zum Schach zu bringen. Das ist dann mal der erste Schritt. Irgendjemand muss es wollen. Und dann auch halt gezielt in die Schulen gehen zum Beispiel und versuchen, so viele Mädchen einfach in Schulschach zu engagieren. Und die kommen dann halt auch, wenn die dann ihre Gruppe haben und oh, meine Freundin spielt auch Schach, und dann lass mal doch in den Verein gehen. Oh, da sind ganz viele andere Mädchen. Lass mal noch ein paar Freundinnen mitbringen. Und das ist ja dann irgendwie, werden es immer mehr. Also wenn ein Grüppchen anfängt, wird es halt immer mehr. Und man muss einfach irgendwie noch schaffen, dass ein paar anfangen und die dann auch sichtbar machen. Und dann ist eigentlich wie eine Lawine, kommen die ganzen angestürmt. Das hört sich ja erstmal für uns alle jetzt erstmal nicht so besonders schwer an, ne? Dass man in die Schulen geht und die Mädchen zum Schachspielen animiert. Das macht man doch auch hier in Deutschland, aber hier in Deutschland funktioniert das anscheinend nicht, falls du das schon so mitbekommen hast, ne? Weil es ja weiterhin jetzt nicht so viele Vereine gibt, die eine starke Mädchen- und Frauenförderung haben. Gibt es da vielleicht doch noch spezielle Unterschiede? Ich weiß nicht, ich kann nur sagen, halt mein Verein ist mein Verein Barcelona ist schon speziell in dem Sinne, es sind bei ganz anderen auch, sagen wir mal, wirklich schlimme Frauenquoten und es ist nicht, dass es allen gelungen ist. Aber man muss einfach, ich glaube wirklich, es werden halt immer speziell Jugendliche aufhören. Zu irgendeinem Zeitpunkt werden Jugendliche Schach
oder was auch immer ein Sport die betreiben, irgendwann aufhören, weil einfach Schule oder ein anderer Sport halt Vorrang bekommt. Und das ist sogar quasi 50-50, also prozentmäßig sind es dieselben Jungs und Mädchen, die aufhören bei diesem Alter um die 16 Jahre rum. Also ist eigentlich das Problem, dass wenn man schafft, ganz junge Mädchen dazu animieren, Schach anzufangen, wird man auch halt später diese Frauenquote behalten. Okay, das hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an. Jetzt bist du in Aachen, studierst in Aachen, gehe ich von aus. Genau. Was machst du genau? Ich studiere Maschinenbau. Ja, also du spielst Schach, du machst Maschinenbau, alles typische Mädchen-Frauen-Geschichten. Genau. Ich hatte das auch in einem Interview mal gefragt, wie ist es denn, wenn du dann eben deine Freunde und andere gefragt hast, dass du Schach spielst? Wie ist die Reaktion darauf gewesen? Die meisten denken einfach, oh cool. Eine große Mehrheit der Gesellschaft kann ja Schach spielen. Also das heißt, die können vielleicht die Regeln und spielen mit dem Opa mal oder mit irgendwelchen Freunden. Aber die meisten können sich einfach nicht vorstellen, dass es Schach auch Turniere gibt und dass man das halt auch auf einem höheren Niveau machen kann. Und erstmal sind die meisten Reaktionen einfach geschockt, oh, das geht überhaupt. Und ich glaube aber nicht, dass die geschockter sind, weil ich ein Mädchen bin oder irgendwie sowas. Und wie oft trainierst du für dich Schach? Also jetzt, um ehrlich zu sein, mit dem Studium kommt es viel zu kurz, das Schach. Ist halt schon anstrengend und wie vorher gesagt, ich werde keine professionelle Schachspielerin werden und mein Geld nicht mit Schach verdienen. Aber natürlich, wann auch immer ich Zeit finde, irgendein Buch aufschlagen, ein paar Taktikaufgaben rechnen oder einfach ein Kapitel von Yusupov, Tigersprung, Bücher durchgehen oder was auch immer. Ja, einfach so viel wie möglich. Leider zu wenig, aber kann man halt nicht alles im Leben leider machen. Okay. Was waren bisher so deine größten Erfolge? Größten Erfolge, also mit der katalanischen Jugendmeisterschaft, auf der spanischen halt Ländermeisterschaft, da sind wir Dritte geworden. Das ist schon eine ordentliche Leistung. Katalanische Meisterschaften habe ich auch zweiter Platz öfters gemacht. Dieses Jahr bei der deutschen Meisterschaft habe ich den 3. Platz bei der U18W geschafft und war auch bei der Weltmeisterschaft in NRW-Meisterschaft auch Vizemeisterin. Wie war die Weltmeisterschaft so für dich? Sehr anstrengend, also 11 Tage, 11 Runden ist mit Vorbereiten und alles drum und dran. Ist sehr anstrengend, hat aber unheimlich viel Spaß gemacht. Schachlich gesehen hätte es deutlich besser laufen können, aber naja. Konntest du wenigstens was denn von dem Ort sehen? Leider nicht. Also einer meiner Lieblingsfilme, es gibt einen Moment, wo der Junge halt aus Chicago zurückkommt und die Lehrerin ihn fragt, was hast du denn alles gesehen in Chicago? Und er so, ja, eigentlich habe ich nur das Hotel gesehen. Und das passiert halt wirklich Schachspielern, dass die wirklich am Schluss nur das Hotel sehen, was irgendwie komplett schade ist. Aber das leider wirklich der Fall ist. Aber es war in Mamaia, den Strand konnten wir schon genießen. Also, aber viel mehr haben wir leider nicht gesehen. Hast du noch irgendwelche Ziele für dich so beim Schach? Ich will halt weiterhin besonders jetzt im Verein spielen, Frauenbundesliga, Jugendbundesliga, auch erste Mannschaft in der NRW-Klasse. Ja, da halt so viel wie möglich spielen, so viel wie möglich halt irgendwelchen Erfolgen vom Team beisteuern, ist immer schön. Und ja, eigentlich habe ich mir auch da mal vorgenommen, mindestens ein Turnier, also ein Einzelturnier pro Jahr zu spielen und dann vielleicht auch irgendwie ein Turnier, wo man irgendwo hinreisen und dann da das Turnier spielen, um dann halt auch, wirklich versuchen, dann auch die Stadt kennenzulernen und das würde mir sehr viel Spaß machen. Okay, ja, bedanke ich mich recht herzlich. Ja, weiterhin viel Glück und Erfolg
auch logischerweise für den Schachverein HEMA. Und ja, wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Bis Ja. dann. Tschüss. Ciao.